Hello international friends, now comes the translation of the previous video. Today we are going to write a bit out of course, in a sense that we are not going to talk about Aegean scripts in the narrow sense, but we will rather talk about some Thracian dialects of the Greek language, and more specifically in a very enigmatic, mysterious ring that was found in what is today Bulgaria, Ezerovo. It was found in a tomb in a male owner, and this is it. My father has worked on it, and he came up with a translation in 2008, but the ring has its own history. When it was discovered, it was quite awkward because, as you see, there was a Greek script on it. But then difficulties in reading the ring brought many people inside and outside Greece to come up with ideas that are maybe exaggerated. Of course, everyone has the right to state his opinions, but when you end up in something that, let's say, is surreal, we cannot judge it. Anyways, in this sense, there has been a lot of opinions stated about what it is, if it is written language, if it is not, if it is Greek, but we come through it. Let me tell you before that, this picture copyrights to the respective owners. Probably it is the Ministry of Culture of Bulgaria. Probably. It was downloaded from the internet. So let's come to it. As you see it, it's written like that. Rollisteneas. Rollisteneas is an old form. You should expect it as Rollistenis, of course, but remember this is a Thracian Greek dialect, which is more, let's say, heavy. And Rollistenes is an old name for what we know today as Evros, the river. Before that it was called Konos, which is a cone, because Evros makes a cone after which the waters go very fast. And this comes with the oldest form, Rollisteneas, or Rollistenis if you want the Ionian form, which is exactly this one. So from Rus, let's say the flowing, and Olisteno. I slip, but it also means I slide, but it also means I flow. Let's say that the one who is very very strong in his flow. Now we have also other forms of this kind, for example Voristenis, for what is today the river Dnieper. Okay. Neren, this N and this one is a word. Neren, it is something closely related even to the modern Greek nero, the word for water. Of course, there is a theory that it was either in ancient Greek, and it started being called nero during the Byzantine time, from the phrase neron, either, let's say, fresh water. But at the same time, we have ancient Greek words that come up with this root for water. For example, Nereus, the water deity, or the Nereide,
his daughters, what we call today Neraides, let's say the fairies, and even more. So, ea, this is a verb. This is a verb, and I'm sorry, this is not a verb. It is, let's say, it works as an adjective. It means his own. So we were saying that neren, a verb form, meaning I water something up, but also I flood. So the river flooded what? Ea. Ea means his own. His own. Emos, emi, emon is mine in 3 genders. Sosison again. And then it comes to the 3rd gender, that eos, ei, o, eon, possessive adjective. Okay. So his own what? Then we come to this tiltea. Tiltea. That's a very interesting form, coming from tillo, iota, and double lambda. Right? It's like I pluck my hair out when I grieve for someone. I am being bowed. I make somebody depressed. And so tiltea is the ones that are, let's say, bald, but in a metaphorical sense, in the sense that they have no forest. So you can say it is a valley. The river Rolistenis flooded his own valley. Nisko, ara, nisko, that's a verb deriving from nisome, but also neome with epsilon, which also justifies how we ended up to this nisko with ita. I go, let's say, or even I come at the same time. It's more like I am making a campaign here, and we will see why. Nisko ara, consequently, I'm making a campaign. Zea, what is this? This is another interesting form coming from a verb iemi, or ieme, middle form. And supposedly that this iea must have existed. When it comes to unmovable things, I set in move. I throw, and you can see how did we end up in this zea. You can see this Latin, iaccio, and proto supposedly existed protoform iemi. So that's an adjective. Zea, the ones, let's say, that are turbulent, the ones that are unresting, unsafe. Domea, even today, domeo, I build. The buildings, but probably he means the cities. So the cities that have fallen in our unrest, let's say. And then dile. That's an interesting form again, because it shows many things to destroy. I go to the cities, I make a campaign against the cities that have fallen in unrest to destroy them. What does he mean, and how do we know that this means destroy? Okay, that's an infinitive. If it were properly written, it should be dile with ita and alpha iota in the end. But this is not a man of literature. This is a military commander, and this is also very interesting because it shows that this mistake can lead us to some
pronunciations of that time. For example, the fact that eta was also read as I, or the diphthong alpha iota was also read as E, and not as I. Dile, to destroy, just as you say delete. Delere in Latin. And of course we have a form, again, today it means poison, deliterio, but originally it was an adjective, deleterius, deliteria, deleterium, which means the destructive one, the one that provokes a destruction. Zip. Now that's an abbreviation. We have he had a problem here, the one who carved it. There was not enough space. This is the reason that in the end he ends up writing here too, but he makes you see here, zip. He makes an abbreviation. What does that mean? Zipara, Ziparon, or Ziparos. Ancient Thracian city, tribe, or a kind of populace of what is known today Tatar Pazarchik in Bulgaria, where the Ziparian Apollo was venerated. This comes from the Society for Thracian Studies, 1959, I think. Achilleos Samothraki, that's the doctor who eventually wrote this study. So I'm going to destroy this city. And then Tamii era zilta. Tamii era zilta. Now, Tamii, that's also a form leading us to the writing system of the Aegean scripts, in which there was no distinction between taf, t, and theta. And here it is thamii, from a verb, maybe thamizo, as we know. Nowadays we say thamonas, who is a person that goes, let's say, to the same restaurant over and over again. And it means I used to do something. But this, it means here full of, like it's flooded, but flooded this time not with water, but era, the land is full. Era, you can find it, we don't need to show it here, you can find it in a very traditional dictionary of Isichios. It means the land, or the earth, let's say. The whole earth is full with zilta. What's that? And then, from the verb ialo, again, let me find it. It means, let's say, the loot. It is full of things that you can loot. From the verb ialo with a double L. So it's very interesting that this is a radical phenomenon. There was a flood, a massive flood, big problems, destabilization, political destabilization everywhere, and then some military commander nearby decides, and he sends this to another commander, and he tells him that this and this has happened. Now is the time to seize the opportunity. But I owed you this verb, ialo, with a double L, ila. Okay, that's Ionian forms everywhere, right? It means I send. Ialtos, the one who is sent. So what can you send after a campaign? Nothing else than the loot. This is it. I would like to thank you.
denke auch kein Photographer, Themis. And until next time, I wish you all the best. Hallo unsere internationalen Freunde. Jetzt kommt die deutsche Übersetzung eines vorherigen Videos über einen Goldring, der aber nicht mechanisch ist. Es wurde im heutigen Bulgarien entdeckt in einem Grab. Der Besetzer war ein Mann. Das stammt aus dem Internet. Das Copyright gehört den entsprechenden Besitzer. Wir wissen nicht, woher das stammt, aber wir vermuten, dass es von der Internetseite des bulgarischen Kulturministeriums stammt. Weiß man nicht. Das bleibt offen. Der Ring hat die eigene Geschichte. Es war natürlich ein bisschen unheimlich, weil der griechisches Alphabet trägt. Und natürlich danach hatten alle Forscher die eigenen Meinungen beschrieben. Einige sind sozusagen interessanter, einige sind natürlich zu übertrieben. Man hat das Gerecht, das kommt nicht zur Frage, man hat das Gerecht, seine Meinungen frei zu sagen, aber auf jeden Fall, wenn deine Meinung etwas übertrieben oder auch surrealistisch ist, man kann nicht weit machen. Mit dieser Meinung kann man nicht weitermachen. Ganz gut. Am Ende haben wir das. Es hat eine alphabetische Form hier und Schrift auch hier. Noch 4 Buchstaben. Ganz kurz. Rollistenes. Das ist ein Name, sozusagen Ortsnamen. Der Fluss, den wir heute als Evros wissen. Vorher war er als Kronos bekannt, aber ja, Rollistenes ist mehr oder weniger derjenige, der sehr schnell, dessen Wasser sehr schnell sozusagen fließt. Nähren, das ist eine Verbform. Nero heutzutage bedeutet Wasser. Und hier haben wir das erste Problem, das heißt, woher kommt dieses Nero oder dieses Nähren? Es gibt Leute, die der Meinung sind, dass das altgriechische Wort für Wasser Ether sei. Und das ist doch wahr, aber dann kommt eine andere Theorie, die ein bisschen übertrieben ist. Sie sagt, dass im Byzantinischen Reich sagten die Leute Neron Ether, also frisches Wasser. Und aus dem kam dieses modern griechische, neugriechische Nero. Aber das stimmt nicht. Wir wissen, dass es auch Nireus gab, die Gottheit des Wassers, eine Gottheit des Wassers, die Nereide, seine Tochter, und heutzutage sagen wir auch Nereide, also eine Entwicklung der Notion der Nereide. Es gibt also diese Verbform, wir haben sie schon erklärt, also es gibt eine Flut, ein Hochwasser, und das ist die Verbform, also Rollistenes hat Hochwasser gemacht, sozusagen provoziert, angerichtet. Er seine eigene
das ist ein possessives Adjektiv. Emos, emi, emon ist mein, meine, mein, entsprechend. Sos, si, son, dein, deine, dein. Und dann kommt dieses eos, ei, eon, sein, seine, sein. Und als Pluralform kommt dieses er im Neutrum. Welche seine? Tilter. Tilter. Tilo, aus dem Verb tilo mit 2 Lambda. Es ist sehr interessant. Ich nehme meine eigenen Haare raus und ich habe keine eigenen Haare auf meinem Kopf auch. Und hier bedeutet das, diejenige Länder, die eigentlich keine Walde haben. Also Rollistheneus hat in seinen eigenen Ländern, in seiner eigenen geografischen Region Hochwasser angerichtet. Nisko ara als Konsequenz. Also, kann man sagen, Nisko, das ist sehr interessant, aus dem Verb nisome, auch neome mit Epsilon, so kann man verstehen, warum das mit ita im Ringe steht. Ich gehe, aber hier, ich gehe zu einem militärischen Einsatz, meint er. Also ich gehe gegen sehr, was ist das? Das ist zu enigmatisch. Aus dem Verb ime, Mittelform, das muss existiert haben. Yeah, mit einem Sternchen natürlich, ist das eine vermutliche Form. Ja, alles, was ich werfe oder zerstöre. Und hier meint dieses Adjektiv alle diese Länder, die wegen des Hochwassers in Unsicherheitszustand gebracht wurden. Somer, auch im modernen Griechischen, ich baue, also alle die Gebäude, die in Unsicherheit gebracht sind, oder allgemeiner gesagt, ich gehe also gegen die unsicheren Städten, die destabilisierten Städten. Dile, sip, Infinitivform. Dile, um zu zerstören. Jetzt sagt er, was das Ziel ist des Einsatzes. Aber jetzt, woher wissen wir, dass dieses Dile eigentlich zerstören bedeutet? Genau wie man sagt delete oder delere auf Lateinisch. Aber doch bleiben einige Probleme. Ja, naja, Sie haben delete gesagt, aber hier steht es mit Jota, nicht mit Ita. Und hier, Sie haben gesagt, das ist ein Infinitiv, aber es gibt doch kein Alpha-Jota, es gibt doch ein Epsilon. Was ist hier überall passiert? Naja, hier können wir wissen, das ist vielleicht ein Grammatikfehler. Wir sollten im Kopf tragen, dass der Mensch, der das verfasst hat, kein Denker, kein Philosoph war, sondern ein Militäranführer. Und er hat einige Fehler gemacht. Und warum hat er diese Fehler gemacht und nicht andere Fehler gemacht? Weil damals Jota und Ita dieselbe Aussprache besaßen und dasselbe heißt, gilt auch
für die Diphthonge Alpha Jota und die Aussprache der Buchstabe Epsilon. Also ich gehe gegen die destabilisierten Städte, um zu zerstören, was? SIP. Das ist eine Abkürzung. Das ist eine Abkürzung, sehr interessant. Es ist augensichtlich, warum er diese Abkürzung plötzlich gemacht hat. Eins, es gab nicht genug Platz. Er hat auch hier geschrieben, um den Text abzuschreiben. Und zwei, warum hat er dieses Wort abgekürzt? Weil er, also derjenige, der Empfänger, schon gut wusste, was der Name der Stadt war, woher es gesprochen wurde. Also es gab keinen Platz und keine Motivation, um das ganze Wort Siparos zu schreiben. Und woher wissen wir, dass das Siparos heißt? Und was ist Siparos? Ja, Assoziation für thrakische Studien, 1958, glaube ich, Achilleus Samothraki, also der Name des Verfassers dieser Studie, Sipara, Siparon, Neutrum, oder Siparos, alte thrakische Stadt. Und dann, das gehört zum heutigen Tatar-Pazartschik im modernen bulgarischen Staat. Und der siparische Apollo wurde dort veneriert. Also er sagt, ich gehe gegen die destabilisierten Städte, um Siparos zu zerstören. Tami era Silta. Gut, Tami. Hier haben wir ein Fenster zur Linearbeschrift. Was ist hier passiert? Genau wie in den ägäischen Schriften haben wir eigentlich keine Differenzierung zwischen Taf, T und Theta, also Th. Und hier gilt das Gleiche. Thami ist es aus dem bekannten Verb thamiso. Ich habe eine Gewohnheit. Bedeutet es, aber hier bedeutet es voll von. Ist das Land voll von? Das Land, Sie können das traditionelle Wörterbuch von Nisichius sehen. Wir brauchen es nicht zeigen. Sie können leicht im Internet die eigene Forschung machen. Also das ganze Land ist voll von Silta. Und was ist dieses Silta? Nochmal kommen wir zu einer komischen Pronunciation von ialtos oder ionische Form iltos aus dem Verb ialo, derjenige, der geschickt ist. Was bedeutet das? Die Beute, mehr oder weniger. Das ganze Land ist voll von Beute, meint er. Das ist alles, es handelt sich um eine thrakische Dialekt des Griechischen, also man soll nicht erwarten, dass dass alles genau wie im Platon ist. Also Rollisteneas, dieses Eas, sollte Rollistenis sein, auf Ionisch, aber das passiert nicht. Es ist komisches Griechische, aber es ist Griechisch. Es entspricht der griechischen Grammatik, die Syntax, die Semantik, alle Netze
zeigen klar, dass das eine griechische Schrift, ein griechischer Text ist. Jetzt, ich möchte mich herzlich bedanken für Ihre Geduld. Ich möchte auch unseren Fotografer Themis bedanken und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute.